Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen zu dieser zweiten digitalen Gemeindeversammlung. Ich befinde mich einmal mehr hier auf der Residenz der Schweizerischen Botschaft in Bangkok, werde wieder tatkräftig unterstützt von meinem Team. Zu meiner Rechten, Sie sehen Pierre Hagmann, stellvertretender Botschafter, und dann zu meiner Linken auch eine ganz wichtige Person, Herr Generalkonsul Pierre Chablot. Sie haben uns wieder ganz viele Fragen gestellt, also wir sind wirklich begeistert, wie gut dieses Format offenbar bei Ihnen ankommt. Wir werden wieder genau 1 Stunde Zeit haben, und es gab ja auch letztes Mal ganz viele Fragen, und wir haben uns deshalb entschlossen, einige der Fragen des letzten Mals jetzt gleich zu Beginn zu beantworten, und dann keine Angst. Die allermeisten Fragen kommen zu, kann ich ausreisen, einreisen und so weiter. Also wir werden sicher auch genügend Zeit reservieren, um da wieder einige Informationen weitergeben zu können. Sie kennen diejenigen, die das letzte Mal dabei waren. Sie wissen es, wie wir es mit den Sprachen halten werden. Ganz wichtige Informationen werden wir auf 3 Sprachen, Deutsch, Französisch, Englisch beantworten. Wenn es dann weitere Fragen gibt, werden wir in der Sprache antworten, wie uns die Frage gestellt wurde. Und keine Angst, ich weiß, dass es auch Schweizerinnen und Schweizer aus dem Tessin gibt, die uns Fragen auf Italienisch gestellt haben. Wir haben jemanden bei uns dabei, der italienischer Muttersprache ist. Also wir sind auch in der Lage, italienische Fragen zu beantworten. Das ist einmal einfach zu Beginn zum Erklären, wie es laufen wird dieses Mal, und ich übergebe jetzt gleich an Pierre Hagmann für die französische Version. Merci beaucoup. Bienvenue à cette deuxième réunion virtuelle de l'ambassade de Suisse à Bangkok avec la communauté suisse en Thaïlande, au Laos et au Cambodge. C'est un grand plaisir pour nous, après la première réunion qu'on a eue le 20 juin, de vous retrouver. On vous remercie aussi pour l'intérêt que vous avez apporté à ce nouveau format. Pour cette deuxième session, on a reçu environ 80 questions et on va bien entendu tenter d'y répondre dans l'heure qui vient. Comme l'ambassadrice Helene Budliger Artieda l'a dit, nous allons essayer de répondre aussi aux questions que vous avez posées la dernière fois et qui n'ont pas pu être entièrement couvertes, et puis bien entendu ensuite aller là où sont vos préoccupations du moment qui étaient reflétées dans ces 80 questions qu'on a reçues, c'est-à-dire toutes les questions liées à comment entrer en Thaïlande, quelles sont les modalités actuelles, quelles sont les modalités du retour en Suisse, et bien entendu aussi quelques mots sur le Laos et le Cambodge. Je voudrais bien entendu aussi présenter le panel, donc comme je l'ai dit, l'ambassadrice de Suisse, et puis bien entendu le consul général Pierre Chablot qui est là et qui, à nous trois, on va essayer de répondre au mieux à toutes vos questions. La question des langues, bien entendu, on le fera, on essaie de répondre dans la langue dans laquelle la question a été posée, mais pour les informations importantes, on essaie d'assurer chaque fois une version allemande, française, anglaise et aussi de temps en temps italienne, vu qu'on a notre collègue qui parle italien qui est avec nous, et on espère ainsi qu'on pourra répondre à l'ensemble de vos attentes. Voilà. So, welcome to our second town hall meeting. We do it again like we did the last time, and it's about, thank you also for all the questions you asked. We have about 80 questions this time. We will do it again, answering the question in the language that people did ask the different questions. Further, we'll have also talk about the entrance and exit of the different countries of Thailand, of Cambodia, and of Laos. I think we will also have different questions that you can intervene directly to the website. Gut, dann beginne ich, wie gesagt, mit den Fragen, die wir das letzte Mal nicht beantworten konnten. Es gibt Bruno H., Benno K. und Thomas B., die Fragen gestellt haben über das Abstimmungsmaterial. Es steht ja eine größere und wichtige Abstimmung im September an, ins Haus. Wir haben diese Frage, weil sie nicht in unserer Verantwortung ist, mit Bern abklären müssen.
und wie soll ich sagen, es gibt gemischt gute Nachrichten. Also es wird kein spezielles Verfahren geben. Sie werden leider nicht den Botschaftskurier benutzen können oder auf Kosten der Eidgenossenschaft Unterlagen mit FedEx oder DHL oder so erhalten. Das hat man angeschaut und hat gefunden, dass Kosten-Nutzen einfach nicht in einem guten Verhältnis stehen. Aber es gibt eine gute Neuigkeit. Die Bundeskanzlei, die zuständig ist für die Durchführung von eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen, hat alle Kantone wirklich gebeten, die Stimmunterlagen noch viel früher zu senden, als dies normalerweise der Fall ist. Also es sind nicht super gute Nachrichten, die wir hier geben können. Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle sagen, es ist außerordentlich wichtig, dass Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sich am politischen System der Schweiz beteiligen. Wenn man in anderen Ländern lebt, weiß man, was das für ein Privileg ist, dass wir eine direkte Demokratie sind und über viele Sachgeschäfte auch unsere Meinung äußern dürfen. Also wir möchten Sie wirklich weiterhin ermuntern, auch wenn es im Moment sehr schwierig ist, sich aktiv am politischen Leben in der Schweiz zu beteiligen. Es ist eine wichtige Information. Ich schlage vor, dass wir das auch auf Französisch und Englisch kurz machen. Oui, merci. On avait reçu donc lors de la dernière session des questions concernant le vote par correspondance pour les Suisses de l'étranger. Nous avons repris cette question avec Berne étant donné qu'elle n'est pas de la compétence directe de l'ambassade. Et la réponse est mixte, c'est-à-dire malheureusement on n'a pas des bonnes nouvelles dans le sens qu'on pourrait utiliser le courrier diplomatique ou autre pour pouvoir faciliter dans les temps extraordinaires que nous vivons l'acheminement du matériel de vote pour la communauté suisse vivant à l'étranger. Il y a là des obstacles techniques, administratifs qui ne sont pas surmontables. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris que la chancellerie fédérale a instruit toutes les communes et les autres entités administratives compétentes d'envoyer le plus tôt possible, et si possible plus tôt que d'habitude et que d'ordinaire, le matériel de vote à la communauté suisse qui vit à l'étranger. Donc pour nous, c'est vraiment très important que vous puissiez voter. On espère que cette mesure permettra que le matériel de vote sera acheminé à temps. So we had the issue about voting for Swiss living abroad. It is always a problem to get the material, to get the information on time, that you can send back your vote to Switzerland. We received many questions about this topic. So as it is not into our competence to deal directly with these matters, we submitted these requests to the head office, to the headquarters. They had different talk and they were looking at different possibilities. Unfortunately, they didn't come with a lot of big changes, but they could finally organize with all the canton and the town that we forward the material to you, that this material could be sent to you much earlier than usually. So usually you get it about 4 or 6 weeks in advance. It will be sent much earlier this time. And we'll see that you can have all the opportunity to send your vote back on time to the head office, to the cantonal authority in Switzerland. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu E-Voting. Im Moment, wissen Sie das, wurden alle Pilotversuche der verschiedenen Kantone eingestellt. Aber es gibt nach wie vor ein grundsätzliches Bekenntnis der Regierung zugunsten des E-Votings. Aber ich glaube, wir alle sind auch einverstanden, dass es natürlich ein absolut sicherer Prozess sein muss. Wir hören jetzt sehr viel in anderen Ländern, wo man vermutet, dass gewisse Manipulationen vorgenommen worden sein könnten. Ich muss wirklich vorsichtig formulieren, weil ich glaube, nichts ist letztlich erwiesen, aber man hört, dass das doch etwas ist, wo vielleicht fremde Länder Einfluss nehmen könnten, und deswegen glaube ich, sind wir uns sicher, dass es wirklich ein sicheres System sein muss. Ich glaube, für uns Auslandschweizer, Schweizerinnen, ich war übrigens in einem Kanton stimmberechtigt, wo ich das digital tun konnte und fand das wirklich ausgesprochen natürlich gut für Auslandschweizerinnen und Schweizer. Ich glaube, gut zu wissen, dass das Thema nicht grundsätzlich vom Tisch ist, obwohl es eine Initiative mal gestartet wurde, die verlangte, dass man überhaupt nicht E-Voting machen soll. Also wir sind nach wie vor daran, eine Lösung hoffentlich zu finden, aber sie muss einfach pfannensicher sein.
Sur la question du e-voting, à ce stade, pas encore de solution technique sûre qui a été développée par les autorités. Et donc, à ce stade, pas de possibilité de e-voting. Comme l'a souligné l'ambassadrice, il est vraiment très important qu'un tel système soit entièrement sûr pour éviter toute manipulation ou prise d'influence externe. Et à ce stade, les procédures sont en cours, mais ce ne sera pas prêt, en tout cas, dans un futur proche. Donc, patience à cet égard. On espère vraiment qu'un jour, ça pourra fonctionner. Et ce n'est pas le cas encore maintenant. So we talk about e-voting. E-voting is a topic that comes more and more everywhere. We have been trying to do it in Switzerland. Different cantons did have e-voting possibility even when you were living abroad. These came to different trials in Switzerland. They were unfortunately not successful. And at this time, it's not away from the table, but it's not on the discussion right now. We are still hoping that this solution can come in the near future. However, we still do the voting as we did before until the new solution is available. Gut, dann gehe ich zum Thema Bankkonto, auch ein leidiges Thema für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. André hat das genau gefragt, ob es einen Update gäbe. Er hat offenbar mitverfolgt, dass die Organisation für Auslandschweizer hier sehr aktiv ist. Ich kann das bestätigen, sie ist sehr aktiv. Sie hat auch verschiedentlich das Parlament dazu ermuntert, jetzt an Lösungen zu arbeiten. Ich muss es so sagen, auch hier, es gibt keinen eigentlichen Durchbruch, aber immerhin ist es der ASO gelungen, mit einer ganzen Serie von Schweizer Banken Lösungen zu finden, unter gewissen Umständen. Ich lese hier vor, es gibt eine Liste, ich kann Sie nur ermuntern, dass Sie auf die Webseite der Auslandschweizer Organisation gehen. Meine Liste, die ich im Moment habe, ist Banque Cantonale de Genève, BCV, also das ist Watt, CS, Postfinance, Raiffeisen, TKB, das ist offenbar eine regionale Bank im Kanton Thurgau, UBS, Variant, CKB. Wenn Sie jetzt noch in der Schweiz sind und da am Überlegen sind, Sie möchten gerne nach Thailand oder nach Laos oder Kambodscha auswandern, dann empfehlen wir Ihnen vor allem, dass Sie diese Frage frühzeitig angehen und dass Sie wirklich den Dialog mit Ihrer Bank suchen und sich dann nicht überraschen lassen müssen im Ausland. Also an André, Durchbruch kann ich leider heute nicht vermelden, aber es gibt so pragmatisch kleine Schritte, wie man in diesem Thema weiterkommt. Sie müssen einfach wissen, die Schweiz ist ein liberales Land und ich glaube, für die Regierung sind die Hürden und auch für das Parlament sind die Hürden enorm, einer Firma, eine Bank ist eine Firma, vorzuschreiben, mit wem, dass sie Kundengeschäfte betreibt. Also ich glaube, das ist wirklich ein fundamentales Problem. En quelques mots sur la question des frais bancaires, c'est une question qui est récurrente et qu'on reçoit souvent et qui nous a été adressée la dernière fois par Monsieur Dom, André. C'est toujours un défi pour les Suisses de l'étranger de garder un compte bancaire en Suisse. Il y a des frais bancaires exorbitants qui peuvent parfois accompagner une telle démarche et c'est parfois difficile de pouvoir garder un tel compte bancaire en Suisse. Il y a l'association des Suisses de l'étranger, ce qu'on appelle ASO, Ausland Schweizer Organisation, qui s'occupe de ce thème depuis longtemps et qui essaie de trouver des solutions constructives. Si vous allez sur leur site internet, ce qu'on vous encourage de faire, ils vous donnent une liste de 9 banques où peut-être des solutions ont été trouvées. On n'a pas les détails de telles solutions, mais il s'agit, comme l'a dit l'ambassadrice, la Banque cantonale de Genève, Banque cantonale de Vaud, Crédit Suisse, Postfinance, Raiffeisen, TKB en Turgovie, UBS, Valiant et puis ZKB. Les conditions de service varient d'une banque à une autre. Ce qu'on vous recommande, c'est vraiment d'essayer de prendre contact avec ces banques. Tous les coordonnées de prise de contact sont mises sur le site internet de l'Organisation pour les Suisses de l'étranger. Et on espère que cela pourra vous aider. Well, about bank account in Switzerland, this has been always an issue coming up the recent years. A lot of difficulties to keep your account, a lot of expenses that you have to pay on your account. These are, I would say, matters of importance for you living abroad. There is an association called Ausland Schweizer Organisation. They have a very good website that can give you a lot of advice and information, not only about the banking, but also about the banking.
Just in short, there are numerous banks available in Switzerland that you can have an account with and live abroad. This is the Banque Cantonale de Genève, Banque Cantonale Vaudoise, Credit Suisse, Postfinance, Raiffeisen, TKB, die türkische Kantonalbank, UBS, Valiant und ZKB. The service vary. There are private companies. Some have different offers. So get in touch with them. Get in touch with them, especially before leaving Switzerland, so you can settle all your bank account, and you're not surprised afterwards of different costs that will arise while you are living abroad. Gut, dann habe ich jetzt eine Serie von eher technischen Fragen. Das würde ich jetzt vorschlagen, da gehen wir einfach durch und beantworten in der Sprache, in der sie uns gestellt werden. Felix K. will wissen, warum die Schweiz kein Honorarkonsulat in Pattaya hat. Ja, gute Frage. Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Wir werden uns bemühen, das Netzwerk an Honorarkonsulaten in Thailand etwas zu verstärken. Im Moment haben wir nur, entre guillemets, die machen wunderbare Arbeit, aber trotzdem einen Honorarkonsul in Chiang Mai und wir haben eine Honorarkonsulin in Phuket. Aber wie Sie vielleicht alle wissen, statistisch betrachtet ist dies die älteste Auslandschweizer Gemeinde, nicht althistorisch, sondern Jahrgänge. Und wir sehen natürlich, dass mit dieser Entwicklung auch einfach das mal schnell ins Auto sitzen oder mal schnell dorthin gehen oder so, das wird zunehmend eine Herausforderung. Also es gibt ein grundsätzlicher Wille dieser Botschaft, dieses Dispositiv zu verstärken und dabei werden wir uns unter anderem auch Pattaya anschauen müssen. In der Vergangenheit hat man gesagt, Pattaya und Hua Hin sind zu nahe zu Bangkok, das macht keinen Sinn, aber ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, wenn ich sehe eben, was die Altersstruktur ist und was das bedeutet, ich meine, Bangkok auch eine riesige Stadt, bis man da überhaupt zu uns findet im Business District. Also ich persönlich unterstütze, dass wir dieses Honorarnetzwerk verstärken. Jetzt, einfach gesagt, nicht so einfach getan. Ich muss Sie wirklich um Geduld bitten. Es ist auch etwas, das nicht so in den Händen der Botschaft liegt. Also zuerst müssen wir mal den Grundsatzentscheid fällen. Will man ein Honorarkonsulat eröffnen? Ja, nein. Wenn der gefällt ist, machen wir uns auf die Suche nach geeigneten Kandidaten, Kandidatinnen. Diese müssen eine ganze Serie von Bedingungen erfüllen. Wenn wir jemanden finden, sind wir bereit, den nächsten Schritt zu machen. Das sind Ernennungen, die durch den Bundesrat, also den Departementsvorsteher EDA, gemacht werden müssen. Das geht auch nicht einfach so hühot, weil wir dürfen nur seriöse natürlich Vorschläge unserem Bundesrat unterbreiten und dann, aber das ist alles noch unter unserer Kontrolle und dann müssen wir den Gaststaat um Genehmigung bitten und da sind wir dann wirklich in den Händen der thailändischen Behörden und da höre ich einfach, dass es 1 Jahr, 2 Jahre und so weiter gehen kann. Also wenn es dann soweit ist, werden wir Sie sehr gerne informieren. Aber es ist eine laufende Aufgabe unsererseits zu schauen, dass wir die Präsenz verstärken können und dass wir möglichst nahe bei Ihnen sind. Und in diesem Zusammenhang möchte ich etwas zu Laos sagen. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, in Vientiane jetzt bei unserem Kooperationsbüro eine Konsularagentur zu eröffnen. Normalerweise hätte ich Sie da gerne alle in Laos zu einem Gläschen eingeladen, damit wir das feiern können. Jetzt ist es so, dass ich nicht mal nach Vientiane reisen kann. Aber trotzdem freuen wir uns und vor allem jetzt, also und in Zeiten von Covid, freut es uns sehr, dass wir auf dem Kooperationsbüro in Vientiane ab 1. Juli eine Konsularagentur eröffnen durften und wir werden dann, sobald ich mal reisen kann, werden wir das mit dem Gläschen Wein und dem Anstoßen nachholen. Für uns ist das ein wichtiger Meilenstein. Also Sie haben es gehört, grundsätzlich geht das in diese Richtung. Wann das genau dann sein wird, werden wir Ihnen zum gegebenen Zeitpunkt sagen. Aber ein klares Votum für Honorarkonsulate. Und jetzt habe ich eine Frage auf Italienisch von Franco S.
der wissen möchte, warum wir nie auf Italienisch kommunizieren. Also ich glaube, nie stimmt nicht, aber es ist eine Sprache, die wir nicht allzu häufig anwenden. Aber zum Glück haben wir Toni bei uns im Team. Er ist bei uns im Konsulat tätig, Toni Mancino, und er wird die Frage gerne auf Italienisch beantworten, wie wir das versprochen haben. Allora, buon pomeriggio a tutti. Il signor Franco ci ha chiesto appunto come mai le comunicazioni ufficiali dell'ambasciata non vengono anche fatte in italiano e inoltre vorrebbe sapere la percentuale di italofoni registrati presso la nostra ambasciata. Ora, nei nostri 5 paesi chiaramente la stragrande maggioranza parla tedesco, seguita dal francese, per cui ci concentriamo su queste 2 lingue maggiori. Per quanto riguarda la percentuale di italofoni registrati siamo sotto il 2%. Nonostante ciò cerchiamo lo stesso di comunicare comunque sempre nelle lingue del richiedente, ossia anche in italiano. Infatti abbiamo anche nelle nostre newsletter sul Covid, infatti abbiamo comunicato altresì in italiano e anche il nostro sito con i vari opuscoli è anche in italiano. E come detto, come potete vedere io sono di madrelingua italiana, in ambasciata abbiamo gente che parla italiano, anche agli sportelli o se avete domande noi facciamo il possibile di rispondere in tutte le lingue, anche l'italiano ovviamente. Per cui grazie mille e forse a dopo. Grazie mille a te. Maintenant il y a Madame Yael qui me pose une question en français, donc je vais essayer de répondre en français. Elle nous demande quand est-ce qu'il y aura de nouveau ces journées consulaires avec les rendez-vous des passeports biométriques. On avait planifié en fait de visiter plusieurs endroits cette année avec notre station de passeport biométrique mobile, mais on a dû annuler les voyages à cause de Covid. Là, il y a juste une bonne nouvelle. On est en fait aujourd'hui et demain, on est à Chiang Mai. Il y a 2 collègues à nous qui se sont déplacés à Chiang Mai et on fait aujourd'hui donc ce service passeport biométrique. Jusqu'à demain, on me dit que jusqu'à 3 heures. Ils sont logés chez notre consul honoraire, Monsieur Marc Dumur. Donc si tout d'un coup, vous avez encore une urgence dernière minute, c'est vraiment le moment de contacter notre consul honoraire pour voir si on peut encore vous donner un rendez-vous. Il y avait je dois dire, une demande assez élevée. On avait plus que 40 demandes de passeport, c'est beaucoup. Pour tout le reste, on aurait souhaité aller au Cambodge, on aurait souhaité aller en Malaisie. Vous savez, les frontières sont fermées, il n'y a pas de vol. Donc, pour le moment, on est en stand-by. Donc, et puis, dès qu'on voit qu'il y a des ouvertures, pour nous, ça va être une priorité. Et ça ne veut pas dire qu'on va abandonner ce système. C'est vraiment dû à la situation Covid qu'on peut pas maintenant nous déplacer comme on a pu le faire avant. Donc, 1000 excuses. Si votre passeport est arrivé à l'échéance et vous avez une urgence pour voyager, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver des Solutions d'urgence. Und jetzt gehe ich gerade auf eine Frage, die mir von Walter F. gestellt wurde. Der hat gerüchtemäßig gehört, dass man jetzt Pässe wieder ohne Biometrie machen kann. Da muss ich Walter F. leider enttäuschen. Das stimmt nicht. Wir werden weiterhin einen biometrischen Pass haben und wir werden sie weiterhin für diese biometrischen Fingerabdrücke und das Foto müssen wir uns sehen. Also es geht nicht, dass wir das auf Distanz machen. Also an diesem Gerücht ist nichts dran. Dann hat Martin S. eine Frage zu einem Testament uns gestellt. Da muss ich Ihnen sagen, das ist jetzt so etwas Rechtliches, das kann die Botschaft nicht lösen. Das ist wirklich, wenn Sie jetzt in Thailand wohnen und Ihren Hauptlebensmittelpunkt in Thailand haben, dann müssen Sie ein Testament nach thailändischem Recht machen. Wir auf der Botschaft haben keinen thailändischen Rechtsanwalt, also da können wir Sie wirklich nicht unterstützen. Das Einzige, was wir für Sie machen können, ist, wir haben eine Liste von Empfehlungen von Anwälten, wo wir wissen, dass Schweizerinnen und Schweizer bereits mit diesen Anwälten zusammengearbeitet haben. Wir stellen Ihnen diese Liste sehr gerne zur Verfügung. Wir stellen Ihnen auch, soweit es geht, beratend zur Verfügung. Aber das ist alles. Und ich muss Ihnen ganz klar sagen, die Wahl eines Anwalts
Das ist wirklich ihre Sache. Also wir testen diese Anwälte nicht. Wie würden wir das auch machen? Niemand von uns hat jeden Bedarf nach einem Testament gehabt. Also das ist wirklich ohne Gewähr. Aber wir verhelfen Ihnen sehr gerne zu einer Liste, ganz, ganz unverbindlich. Und dann Jürg S. stellt eigentlich eine Frage in eine ähnliche Richtung, oder? Sagt, ja, also ganz viel Mal, das ist ein bisschen mühsam, wenn man bei Ihnen Dinge fragt, dann heißt das ganz viel Mal, fragen Sie bitte die thailändischen Behörden. Ja, das ist so, oder? Wir können eigentlich nur über die Schweiz Auskunft geben. Wir sind die Botschaft der Schweiz in Thailand. Wir sind nicht die thailändische Botschaft in Bern oder wir sind auch nicht die thailändischen Migrationsbehörden. Und wir machen das nicht, weil wir irgendwie nicht wollen oder einfach zu faul sind oder nicht die Extrameile gehen wollen, sondern die Behörden ändern laufend ihre Bestimmungen, ihre Vorschriften, Formulare können ändern und so weiter. Und die Botschaft kann unmöglich in allen Lebensbelangen wissen, was jetzt gerade wieder thailändische Behörden für Änderungen beschlossen haben. Und deswegen können wir nicht für andere Behörden Auskunft geben. Unser Job ist, Ihnen zu sagen, was die schweizerischen Behörden für Vorschriften und für Bestimmungen haben. Und das machen wir sehr gerne. Jetzt werden uns aber sehr viele Fragen gestellt und da möchte ich auch sagen, rein einfach beratend mal, was kann ich da machen, wo kann ich ein Problem anpacken, was würden Sie mir empfehlen, das machen wir auf alle Fälle. Da können Sie uns gerne telefonieren oder uns auch schreiben und wenn es häufige Fragen sind, dann wissen wir natürlich schon ein bisschen, wie der Hase läuft. Aber wir werden einfach immer sicherheitshalber unten hinschreiben müssen, schauen Sie, es ist nicht in unserer Zuständigkeit, wir sind nicht ermächtigt, Auskunft zu erteilen. Umgekehrt würden Sie das auch komisch finden, wenn die thailändische Botschaft sich über schweizerische Gesetzgebung äußern würde. Da gäbe es wahrscheinlich bei uns sogar noch politische Lager, die dann ganz unglücklich wären und das als Einmischung bezeichnen würden. Also Sie spüren, ich versuche wirklich nicht, mich hier irgendwie herauszureden oder die Kollegen irgendwie in Schutz zu nehmen. Es ist einfach Sache der Thailands, über thailändische Gesetze und Vorschriften zu informieren. Dann, Monsieur Georges D. nous demande en français si on va réduire nos émoluments. Concrètement, il demande les émoluments qui sont assez élevés. Si on souhaite, I'm sorry, actually I have to switch in English. The name is in French, but he's asking in English. I'm sorry to Mr. Georges D. You're asking in English. Are we gonna waive any fee, any consular fee or embassy fee with regards to marriage proposal? And I must say I was actually quite surprised to see how expensive it is to prepare a marriage. It costs roughly 700 Swiss francs. That's what we're asking. This is because it's a complicated process and we have to check a lot of paperwork. And he was asking if, given to the COVID situation, we would waive these fees. I have to disappoint you. I'm sorry, this seems to be a session where I disappoint a lot. But Swiss Confederation has not decided to waive any fees. I think Switzerland, if in my modest opinion, can say is doing a lot for people affected by COVID. But unfortunately, the waiving of fees is not the case. There is one exception, however, visa fees. So if you were unlucky and you came to us early March and asked for a visa, paid for it, we gave you the visa, and then you couldn't travel and would like to now restart your travel plans again, if it's in a certain time period, then we would be allowed, and we've been authorized by Bern to issue a free visa. At least that. After marriage comes travel to Switzerland. If you're in that time frame, there we could waive the visa fee. But that's it. Nothing more than that.
And then I want to just inform you on two general things. Nobody has really asked us a question, but we just thought this is a moment, und ich gehe jetzt wieder zurück auf Deutsch, und ich glaube, wir machen das dann in 3 Sprachen, wo wir Sie über 2 einfach Geschäfte, die immer irgendwie wieder in einer Form bei uns vorbeikommen, ganz kurz informieren, bevor wir dann wirklich zur Ein- und Ausreise, ich glaube, das Schwerpunktthema dann kommen werden. Das eine sind die Anerkennung schweizerischer Führerausweise in Thailand. Da kann ich noch nicht noch nicht abschließende Nachrichten geben, aber immerhin soweit so gut, Ihnen zu sagen, dass wir jetzt ganz konkrete Verhandlungen mit den thailändischen Behörden begonnen haben und Thailand uns ganz klare Signale gegeben hat, dass man hier einen Schritt auf uns zumachen wird. Es ist auch so, dass Thailand jetzt ein internationales Abkommen, endlich muss ich sagen, über den Straßenverkehr abgeschlossen hat, ratifizieren wird. Das wird das Ganze auch einfacher machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es bedeutet, dass ab Mai 2021, wenn Sie als Tourist nach Thailand kommen, dann müssen Sie nicht mehr wie früher von uns eine Bestätigung erhalten und so weiter und so fort. Dann können Sie als Tourist mit Ihrem schweizerischen Ausweis, wahrscheinlich gekoppelt mit einem internationalen Führerausweis, das müssen wir noch abschließend klären in den Verhandlungen, aber können Sie hier in Thailand ein Mietauto nehmen, herumfahren ohne Schwierigkeiten. Sehr gut für Sie, auch sehr gut für uns, weil das ist so Arbeit, die Zeit können wir wirklich für Sinnvolleres einsetzen. La question de la reconnaissance du permis de conduire international en Thaïlande a toujours posé problème pour les Suisses qui viennent ici comme touristes, vu que les Thaïlandais ne le reconnaissent pas. Et donc ça a empêché, par exemple, de pouvoir louer une voiture en toute légalité durant son séjour ici en Thaïlande. On a négocié avec les Thaïlandais et discuté de ce problème depuis plusieurs mois. Et maintenant, on voit des développements réjouissants. D'une part, la Thaïlande a décidé de ratifier une convention internationale sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire internationaux. Et sur la base de cette ratification, dès mai l'année prochaine, les permis de conduire internationaux suisses seront reconnus ici en Thaïlande, ce qui permettra donc à tout touriste suisse qui viendra ici de pouvoir valider ce permis de conduire et pouvoir louer une voiture. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis on est bien entendu en train de discuter encore avec les Thaïlandais sur les modalités, les prochaines étapes, mais en principe ça devrait être bon pour mai l'année prochaine au plus tard. Driving license was very often an issue for the tourists coming here in Thailand. Swiss driving license was not recognized here in Thailand, and we had some difficulties, for example, rental of car or motorcycle. The good news is that now Switzerland and Thailand have ratified the same convention, and that will allow Swiss driving license to be recognized here in Thailand. It will take time before it will come into effect. It means that until May, 1st of May 2021, you still have to do the old procedure with translation and so on. But from that date on, the Swiss driving license will be accepted and recognized here in Thailand. So it's a big plus for all the Swiss tourists coming to Thailand. When they can come back to Thailand, this is the other question. We'll talk about that later on. Gut. Dann das Thema Rassismus. Ich glaube, ich kriege fast täglich inzwischen Zuschriften von Schweizerinnen und Schweizern, die sich besorgt zeigen über gewisse Entwicklungen in Thailand. Ich muss sagen, mir selber macht dieses Klima auch ein bisschen Angst. Aber ich denke, es ist auch nicht jetzt irgendwie zu überbewerten im Sinne von, dass Thailand da ganz alleine mit diesem Problem dasteht. Wir befinden uns in einer globalen Krise. Bitte halten Sie sich vor Augen, dass auch Millionen von Thais jetzt ihre Arbeit mehr oder weniger über Nacht verloren haben. Teilweise natürlich nicht ein soziales Fürsorgesystem zur Verfügung steht, wie wir das in der Schweiz kennen. Und von daher, glaube ich, ist es einfach ganz allgemein eine Zeit der Anspannung. Dann haben Sie das vielleicht auch gelesen, auch in der Schweiz muss ich sagen, und das tut mir dann noch viel mehr leid, hört man, dass es verbale, soviel ich weiß, hoffentlich körperlich nicht, aber dass es doch halt immer wieder zu verbalen Übergriffen gerade gegenüber asiatisch aussehenden Personen kommt. Es ist wirklich ein leidiges Thema und ich kann das verstehen, dass Sie das emotional bewegt.
Ich kann Ihnen auch zusichern, dass wenn ich Behördenvertreter treffe, dass ich es thematisiere, nicht im Sinne von einer Kritik, weil ich glaube, also wer im Glashaus sitzt, sollte keine Steine werfen, aber ich thematisiere es und thematisiere es auch wirklich so, dass ich sage, dass sich Bürgerinnen und Bürger, also meine Chefin, wenn ich das mal so salopp sagen darf, sich wirklich Sorgen machen und ich diese Sorgen nachvollziehen kann und auch teile. Ich tue dies auch, wenn ich mich mit Ministern treffe. Es gibt ja einen Minister, der sich nicht besonders positiv herausgetan hat. Was ich Sie einfach darum bitte, ist, wir Schweiz, wir machen keine Megaphonpolitik. Also ich gehe nicht und spreche im Vertrauen mit einem Minister und sage ihm gewisse Dinge, die uns beschäftigen und tweete anschließend gerade, dass ich den Thailändern die Leviten verlesen habe. Das ist einfach nicht so, wie wir funktionieren. Und ich kann auch sagen, das ist in aller Regel kontraproduktiv. Wir versuchen unsere Perspektive der Dinge zu erklären, ohne irgendwie arrogant oder schulmeisterlich zu wirken. Ich glaube eben, wir alle müssen zuerst vor unserer Türe reinigen, aber es ist einfach, dass Sie es wissen, dass das bei uns wirklich ankommt, Ihre Sorge, und dass wir versuchen, das zu adressieren. Ich schaue jetzt auf die Uhr. Ich gehe noch nur ganz kurz. Walter B. und Felix M. haben uns gefragt wegen der Post. Da gab es Unterbrüche, wir wissen das. Unserer Meinung nach sollte jetzt der Postverkehr, der internationale Postverkehr wieder funktionieren. Wenn es etwas ganz Heikles ist, das Sie hin und her senden wollen, dann würden wir Ihnen sowieso empfehlen, dass Sie auf einen privaten Anbieter umschwenken, weil internationale Postzustellung mit Covid oder ohne Covid ist eine letztlich doch relativ unsichere Sache. Aber wir können also nicht bestätigen, dass jetzt die Post überhaupt nicht mehr funktioniert. Das sollte wieder funktionieren. Und dann eine letzte, vielleicht aber trotzdem wichtige. Ewald S. hat uns eigentlich informiert, vielen Dank an Herrn Ewald S., dass es ein neues Zollregime in der Schweiz gibt. Seit 1. Januar 2020 können Sie Ihre thailändischen Früchte und Gemüse und Blumen und was Sie alles jeweils mitgenommen haben, nicht mehr in die Schweiz einführen. Das wird Ihnen beim Zoll, wenn man Sie erwischt, also wenn Sie bei einer Kontrolle hängen bleiben, wird Ihnen der Zoll dies alles abnehmen. Also seien Sie vorsichtig, und wenn Sie irgendetwas mal Außergewöhnliches mitnehmen wollen, dann empfehlen wir Ihnen, dass Sie die Webseite, die sehr gut gestalteten Webseite, muss ich sagen, der Eidgenössischen Zollverwaltung konsultieren. Gut, jetzt wirklich müssen wir umschwenken, weil die Zeit galoppiert, und alles, was wir jetzt wieder nicht beantworten haben können, werden wir gerne das nächste Mal übernehmen, aber ich schlage jetzt vor, dass wir uns konzentrieren auf das Reisen, weil da sind also mit Abstand am meisten Fragen gekommen. Wir beginnen, wie wir das schon vorher gemacht haben, bei Thailand, und wir sagen dann gerne auch etwas zu Laos und Kambodscha. Wobei dort wirklich große Unterschiede sind, das muss ich auch gleich von Beginn weg sagen. Ich beginne mal mit Einreise in die Schweiz. Wir machen das in allen Sprachen, weil das wichtig ist. Und machen dann Ausreise, und am Schluss Laos, Kambodscha, wenn Sie einverstanden sind. Einreise in der Schweiz, heute ist eigentlich ein wichtiger Tag. Sie sehen es nicht, aber hier hinter den Kulissen sitzt auch die Chefin der Visa-Sektion. Ab heute ist Ihr Laden, wenn ich das so sagen darf, wieder geöffnet. Also wir sind voll operationell. Vorher gab es ja immer, musste ich immer sagen, ja, Visa-Sektion offen, aber Einschränkungen. Also im Moment gibt es auf der Seite der Schweiz, ich komme dann noch dazu, keine Einschränkungen. Wir können wieder Visas für Thailänderinnen ausstellen. Dieses Glück haben noch lange nicht alle, aber Thailand ist auf einer Liste, auf einer Schengen-Liste, und Visa werden ausgestellt. Und ich glaube auch, weil eben Thailand so einen guten Job
macht. Bei der Covid-Situation müssen die Thailänder, wenn sie in die Schweiz reisen, auch keine Quarantäne absolvieren. Und wir haben das letzte Mal schon gesagt, es gibt Direktflüge, Swiss fliegt ab Bangkok 3-mal in der Woche, aber Sie können auch mit anderen Fluglinien, also ich möchte jetzt irgendwie nicht Schleichwerbung machen, es gibt auch andere Linien, dort müssen Sie einfach umsteigen und ich bitte Sie ganz genau die Quarantäneliste anzuschauen und Ihre Stopovers gut zu planen, weil wenn Sie dann umsteigen in einem Land und dort lange bleiben, könnte es sein, theoretisch, dass sie dann auf eine Quarantäneliste kommen. Und deswegen erwähne ich den Direktflug, weil da haben sie diese Kopfschmerzen von Beginn weg nicht. Also Reise in die Schweiz, grundsätzlich möglich, Visa für Thailänderinnen und Thailänder grundsätzlich möglich, aber es gibt ein großes Aber, wirklich ein riesiges Aber, und das ist die Rückkehr nach Thailand. Also die Rückkehr nach Thailand ist im Moment fast nicht möglich oder nur nach einem ganz langwierigen Prozess und auf sogenannten thailändischen Repatriierungsflügen. Also von unserer Seite Türe offen. Aber in Thailand ist die Türe halt leider nicht ganz offen und Sie werden verstehen, dass wir das natürlich thematisieren werden mit Ihnen, wenn Sie ein Visumsgesuch stellen. Sei das für Ihre Partnerin oder für Ihren Partner, werden wir Sie fragen, wie kommen Sie zurück. Wir werden das auch thailändische Staatsangehörige fragen und wenn Sie uns dann nicht ganz kompetent sagen können, wie sie das machen, dann wird es schwierig mit dem Visum, weil es bringt nichts, dass wir sie in die Schweiz bringen, dann sind sie blockiert und kommen nicht zurück. Gut, das ist jetzt eine fundamentale. Oui. Ich schaue rechts und links, Französisch, Englisch, bitte. Alors, qui peut entrer en Suisse? C'est un jour important aujourd'hui, le 20 juillet, puisque à partir d'aujourd'hui, tous les Thaïlandais peuvent déposer des demandes de visa pour aller dans l'espace Schengen et pour aller en Suisse. Il faut le faire comme ça l'était par le passé chez le fournisseur externe de services VFS Global. Pour entrer en Suisse, pas de test Covid nécessaire ou pas de quarantaine imposée sur les gens en provenance de Thaïlande. Comme mentionné, il faut bien planifier aussi par quel pays vous allez transiter. Tout d'un coup, vous pourriez vous retrouver en passant par un pays qui nécessite une quarantaine lors de votre arrivée en Suisse. Le grand mais dans cette démarche, c'est que il est facile d'aller en Suisse. Il y a des vols 3 fois par semaine avec Swiss Airlines de Bangkok à Zurich. Par contre, le retour reste encore vraiment très compliqué, voire quasiment impossible pour le moment actuel. Il n'y a pas de vol commercial qui opère. Il y a des vols de rapatriement organisés par les autorités thaïlandaises, mais sur lesquels il est très difficile de sécuriser une place. Et donc là, bien entendu, lorsque vous déposerez votre demande de visa, c'est aussi un élément qui devra être tenu en compte, c'est comment vous allez revenir en Thaïlande. Parce que, bien entendu, si vous allez en Suisse et ensuite vous y êtes bloqué, cela posera aussi problème. Donc c'est un problème que l'on suit de très proche et qui, bien entendu, n'est pas encore résolu. Well, visa for tourism to Switzerland is now possible to have your visa application here at the embassy. We started this morning to open our counter to tourist visa also. The other resident visa were already possible before, but now tourist visa from Thailand. This is, I want to strengthen it, is Thailand possible, not other country like Cambodia or Laos at this time. You can lodge your application here through our external provider or directly at the embassy, depending if you have no possibility to go to the external provider. You can travel to Switzerland without having any COVID test or quarantine in Switzerland. And the only problem you will face is coming back to Thailand. At this time, flights back to Thailand are operated only by government flights, and they are limited with number of seats. They are flying out of Europe together with other countries, other cities, other people living in different countries. It is difficult to get a seat on this flight, and I would say as soon as you arrived in Switzerland or in Europe, get in touch with the Thai embassy, get you on the list of the Thai embassy to find out when is the next possible flight going back to Thailand. Apart from that, we have flight connection out of Thailand to Europe
and to Switzerland. We have 3 direct flights to Zurich, to Switzerland, and we have a lot of possibilities traveling through different countries, getting to Switzerland. Be careful when you stay in transit in different countries. Transit is 24 hours. 24 hours stay is not a big issue, but if you stay longer than that in different countries, you may have to do quarantine when you reach Switzerland at that time. Okay. Gut, jetzt viel schwieriger ist wirklich die Frage, wer kann zurück nach Thailand. Sie haben das sicherlich gesehen, die thailändische Behörde hat ein bisschen geöffnet, wobei es dann auch zu Zwischenfällen gekommen ist, die jetzt vor allem medial zu einer riesigen Aufruhr geführt haben. Also das System ist alles andere als, wie soll ich sagen, beständig und gut eingespielt. Es ist nach wie vor, glaube ich, wirklich mit einem riesigen Aufwand verbunden, zurück nach Thailand zu kommen. Ich möchte kurz die Kategorien erklären, die für Sie wichtig sind. Also heute können zurückkommen Personen, die eine Permanent Residency, also einen unbefristeten Aufenthaltstitel haben in Thailand. Wir kommen dann noch dazu. Ich möchte dann auch kurz noch etwas überhaupt zur Migrationssituation sagen. Also wenn Sie eine Permanent Residency haben in Thailand, dann können Sie, wie das bereits auf Englisch erklärt wurde, können Sie sich einschreiben auf der thailändischen Botschaft in Bern oder dort, wo Sie sich im Moment aufhalten und ein Certificate of Entry beantragen. Das ist die eine Kategorie. Wenn Sie eine Arbeitsbewilligung haben, weil Sie hier arbeiten oder gerne hier arbeiten möchten, ich erwähne immer die Lehrer an der Schweizer Schule, das ist für uns ein großes Thema im Moment, dann gehören Sie auch dazu. Wenn Sie Partner, Partnerin einer thailändischen Person sind, vielleicht auch Vater oder Mutter von thailändischen Kindern, dann können Sie ebenfalls hoffen, dass Sie auf ein Certificate of Entry zählen dürfen. Jetzt ist es aber so, wie das bereits auf Englisch erklärt wurde. Im Moment gibt es keinen kommerziellen Flugverkehr, der ganz normal in Bangkok landet, wo man einfach auf eine Homepage geht und sich einen Flug bucht, sondern das wird wirklich kontrolliert vom thailändischen Staat. Also Sie müssen bei der thailändischen Botschaft das Certificate of Entry beantragen und dann müssen Sie sich von der thailändischen Botschaft sagen, wann es den nächsten thailändischen Repatriierungsflug geben wird. Und ich glaube, das müssen wir auch alle verstehen. Priorität für diese Repatriierungsflüge haben thailändische Staatsangehörige. Das war bei uns auch so. Und wenn es noch übrig Platz gibt, dann wird man gerne Personen dieser Kategorien, die ich vorher erwähnt habe, auf diesen Flügen mitnehmen. Man muss das bezahlen. Es ist allerdings, wie soll ich sagen, einfach ein normales Flugticket. Im Moment haben wir Kenntnis, dass es hin und wieder Flüge gibt mit Lufthansa ab Frankfurt, mit KLM ab Amsterdam und wir hören, dass es aber seltener ab London mit einer Airline, die ich vorher nicht kannte, EVA oder IVA oder wie man das dann auf Englisch sagt, auch Flüge gibt. Aber bitte verstehen Sie, es nützt nicht, wenn Sie Lufthansa telefonieren. Das ist wirklich ein Flug, der gesteuert wird durch die thailändische Botschaft in Berlin und dann die Botschaft in Bern und die Botschaft in Warschau und die Botschaft in Belgien und ich weiß nicht was. Die schreiben dann alle der Botschaft in Berlin und sagen, wir haben hier jemanden, der von uns ein COE, ein Certificate of Entry erhalten hat. Bitte gebt dieser Person einen Platz auf dem Flieger. Das ist mal schon, wenn man mal das geschafft hat, hat man schon eine große Hürde genommen. Und dann ist es so, dass in Thailand jede Person und übrigens auch Diplomaten und Diplomatinnen, auch wenn man jetzt das irgendwie anders darstellt, in Quarantäne muss. Und es gibt 2 Optionen für Quarantäne. Für thailändische Staatsangehörige kann man in die staatliche Quarantäne. Und für Ausländerinnen und Ausländer muss man in eine sogenannte Alternative State Quarantine gehen. Also das bedeutet einfach nur, dass man selber bezahlen muss. Und es gibt im Moment 22 Hotels in Bangkok,
die ausgerüstet sind, um eine solche Alternative State Quarantine durchzuführen. Da muss man sich auch vorstellen, da ist man dann wirklich also unter Kontrolle, da gibt es Militärs, Polizei und das Public Health Ministry, also das Gesundheitsministerium, das da vor der Türe steht und sicherstellt, dass man die 14 Tage durchführt. Also das ist im Moment ein Muss. Es gibt keine Ausnahmen. Wenn Sie zurückkommen wollen, dann müssen Sie, wie gesagt, diesen ganzen Prozess durcherleben. Sie müssen sich auch am Abflugort auf Covid-19 testen lassen, müssen Sie alles selber organisieren, Zertifikat zeigen, Fit to Fly müssen Sie zeigen und wie gesagt, wenn Sie hier angekommen sind, dann müssen Sie in eine Alternative State Quarantine. Deswegen verstehen Sie, dass wir nach wie vor empfehlen, dass wenn Sie nicht unbedingt nach Thailand zurückkommen müssen, wenn Sie das aufschieben können, dann ist das wirklich unsere ganz klare Empfehlung, bis das vielleicht hoffentlich bald alles viel einfacher wird. Ich möchte noch sagen, es gibt hier Roland W., der fragt, wann kann man dann wieder einreisen mit Non-Immigrant O-Visum? Keine Ahnung. Also wenn ich das wüsste, würde ich Ihnen das sehr gerne sagen. Keine Ahnung, Sie spüren es vielleicht durch meine ausführliche Antwort, dass wir schon wahnsinnig uns beschäftigen müssen mit denjenigen, die dringend zurückkommen müssen, weil sie eben hier arbeiten müssen oder weil sie hier Familie haben, teilweise monatelang jetzt getrennt von ihren Kindern und Partner leben oder weil wirklich ihr Lebensmittelpunkt hier in Thailand ist. Das ist ja häufig bei den O-Visa nicht unbedingt der Fall. Da hat man irgendwie 2 Standbeine und deswegen ist das für uns jetzt im Moment noch nicht die oberste Priorität. Also wir beschäftigen uns, wir kümmern uns, wir machen uns Gedanken, aber im Moment kann ich Ihnen da wirklich keine Schätzung abgeben, wann das möglich sein wird. Voilà, la grande question, bien entendu, c'est revenir en Thaïlande ou entrer en Thaïlande. Là, la situation est très difficile en ce moment, étant donné que les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont toujours formellement fermées. Mais bien entendu, il y a des groupes et des groupes de ressortissants étrangers qui sont autorisés à entrer dans le pays. Et c'est les personnes suivantes, celles qui détiennent un permis de travail et leur famille, les résidents permanents, les étudiants, les époux d'un ressortissant d'une ressortissante thaï, ou éventuellement pour des raisons médicales ou wellness. Mais la grande difficulté, même si vous appartenez à une de ces catégories, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de vols commerciaux qui permettent de revenir en Thaïlande. Et tous les vols, comme mentionné, sont opérés par le gouvernement. C'est ce qu'on appelle des vols de rapatriement. On a connaissance de 2 compagnies qui les font pour le gouvernement thaïlandais. C'est KLM depuis Amsterdam et puis Lufthansa depuis Francfort. Mais il ne faut pas contacter ces compagnies aériennes. Ce qu'il faut faire, c'est contacter l'ambassade de Thaïlande dans le pays où vous êtes actuellement. Donc si vous êtes en Suisse, contactez l'ambassade de Thaïlande à Berne afin de pouvoir vous inscrire et d'entrer dans leur liste parce que ces vols de rapatriement sont prioritairement réservés aux citoyens thaïlandais, mais ils essaient chaque fois de trouver quelques places pour des pays, pour des ressortissants européens. Mais cela prend beaucoup de temps, il faut prendre son mal en patience et la procédure administrative semble très longue et pas encore très mûre à ce stade. Donc, contactez l'ambassade de Thaïlande à Berne, c'est vraiment notre recommandation. L'autre recommandation que nous avons aussi, c'est si vous n'avez pas un besoin imminent de revenir en Thaïlande maintenant, ça vaut la peine d'attendre que éventuellement la situation des vols se normalise et que ce soit plus aisé d'arriver en Thaïlande. Bon à savoir, si vous arrivez à obtenir ce certificat d'entrée que l'ambassade de Thaïlande à Berne vous donnerait pour pouvoir aller sur un de ces vols de rapatriement, il vous faudra aussi produire différents documents comme un Covid test. Vous serez aussi testé à l'arrivée ici en Thaïlande. Et ensuite, ici, la quarantaine est obligatoire. Et pour les étrangers, les étrangers sont mis dans des alternative state quarantine. Ce sont des hôtels désignés par les autorités. C'est payant. C'est sous contrôle de l'appareil sécuritaire. Donc, on veille bien à ce que vous respectiez votre quarantaine. Donc, c'est un long processus. Ça prend du temps et c'est aussi coûteux. Voilà. Gut, ich glaube, Englisch hast du ja schon einige Dinge erklärt. Ich schaue auf die Uhr. Wir gehen weiter zur Visa-Amnesty. Ich glaube, das ist auch ganz
wichtig für die Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt eine immer noch laufende Visa-Amnestie, das ist jetzt also für Touristen, das ist nicht für Leute, die in Thailand regulär leben, sondern für schweizerische Touristen. Die läuft noch bis 31. Juli. Und da muss ich Ihnen ganz offen sagen, bis vor kurzem waren wir überzeugt, dass es keine Verlängerung mehr geben wird und dass wir wirklich Ihnen empfehlen müssen, dass Sie Thailand verlassen. Und wie wir das ja vorher ausgeführt haben, ist es auch möglich. Man kann jeden Abend einen Flug nehmen und kommt in die Schweiz. Also von daher ist es nicht so, dass es logistisch nicht mehr möglich ist oder dass es keine Tickets mehr gibt oder die Tickets viel zu teuer sind. Man kann heute problemlos jeden Tag in die Schweiz reisen. Also bis vor kurzem hätte ich gesagt, ja, das wird wahrscheinlich nicht verlängert. Jetzt hören wir aber, dass die thailändischen Behörden, Migrationsbehörden offensichtlich doch sich jetzt am Überlegen sind, diese Amnestie weiter zu verlängern bis in den September hinein. Wie das genau sein wird, das wissen wir heute, also heute jetzt wirklich noch nicht. Also die Parameter sind nicht klar, wie diese Visa-Amnestie aussehen wird, aber wir werden das laufend verfolgen und wir werden auch versuchen, Sie wirklich auf unseren üblichen, auf der Webseite, auf Facebook und so weiter zu informieren, falls wir dann klarer sehen würden, wie diese Visa-Amnestie zustande kommen wird, falls das wirklich verlängert wird. Es kann auch sein, dass es verlängert wird, aber dass man trotzdem irgendetwas machen muss. Also das können wir nicht ganz ausschließen. Bis jetzt war es ja immer so, dass es eine generelle Amnestie, einfach für alle, die zu einem gewissen Zeitpunkt nach Thailand gekommen sind, gilt es. Und jetzt müssen wir schauen, ob diese weitere Verlängerung, ob die nicht irgendeinen Schritt ihrerseits benötigen wird. Was wir nicht empfehlen können, ist, dass sie in die Illegalität abrutschen. Thailand ist relativ tough. Also man bezahlt dann gerne mal pro Tag Overstay eine Buße. Und wenn alles schief geht, also wenn alle Stricke reißen, das ist dann das Geschäft von Generalkonsul Chablo, dann endet man dann in einem Migrationsgefängnis und wird ausgeschafft und blacklisted. Also das empfehlen wir wirklich nicht. Also versuchen Sie da nicht mit einer Lotterie zu schauen, dass Sie sich über Wasser halten können, sondern halten Sie sich bitte an die Regeln. Viele fragen uns jetzt schon, wird die Botschaft wieder Briefe machen? Wenn es jeden Tag Flieger gibt, die Richtung Schweiz abheben, dann muss ich Ihnen sagen, dann kann die Botschaft keine Briefe machen, in der sie bestätigt, dass es unmöglich ist und unzumutbar ist, in die Schweiz zu gehen. Also von daher, so wie sich die Sachlage im Moment präsentiert, werden wir keine Briefe ausstellen können. Auch wenn wir das sehr gerne tun würden, aber ich kann nicht Meineid machen in einer offiziellen Bestätigung auf offiziellem Briefpapier und sagen, ja sorry, XY ist hier blockiert, weil es keine Flüge gibt in die Schweiz, solange es Direktflüge gibt. Wir werden Ausnahmen machen bei medizinisch Begründeten, aber da müssen wir ein Arztzeugnis sehen. Also wenn jemand einfach nicht transportfähig ist, da werden wir uns sehr gerne verwenden. Oder wenn jemand in einem Drittland wohnhaft ist, also wenn Sie in einem Land Residenz haben, ich spreche jetzt nicht von der Schweiz, wo alles außer Kontrolle ist, ich möchte jetzt kein Land nennen, aber dann kann man auch mit uns besprechen, dann wären wir bereit zu attestieren, oder wenn das Land zu ist, es gibt immer noch Länder, die völlig zu sind, dann werden wir helfen. Aber einfach so generell jetzt zu sagen, ja, kein Problem, wir machen Briefe, können wir nicht. Wir können nicht Dinge bestätigen, wenn sie nicht stimmen. Question de l'amnistie des visas. Comme vous savez, avec le début de la crise Covid, en avril, les autorités thaïlandaises ont décidé d'octroyer une amnistie visa à tous les étrangers qui étaient ici. Et cette amnistie va jusqu'au 31 juillet. Nous entendons maintenant, et vous l'entendez aussi parce que c'est dans les médias, l'éventuelle réflexion des autorités thaïlandaises pour prolonger ce traitement, cette amnistie, peut-être jusqu'en septembre. On a fait des coups de fil aussi aujourd'hui pour pouvoir se préparer à la réunion avec vous aujourd'hui et l'immigration ne peut pas confirmer à ce stade. Donc tout ce qu'on nous dit, c'est que ce qui est valide, c'est que l'amnistie va jusqu'au 31 juillet. Ensuite, il faudra voir ce qui va être décidé ces prochains jours et annoncé. Et on ne sait pas si ce sera une amnistie similaire à celle qu'on a eue maintenant ou bien ce sera du cas par cas ou autre.
Ce que nous vous recommandons de toute manière, c'est pour l'instant de considérer la date du 31 juillet, d'être sûr que vous puissiez régulariser votre séjour ici, d'ici là, si ce n'est pas encore fait. Surtout d'éviter de tomber dans l'illégalité, c'est-à-dire que si vous êtes en overstay, si vous n'avez plus de documents de résidence valide après le 31 juillet, il faut vraiment en parler avec des autorités migratoires. On connaît que le régime thaïlandais à cet égard peut être très strict, avec non seulement des amendes, mais aussi des possibilités de détention ou être mis sur des listes noires. Donc, s'il vous plaît, régularisez votre séjour ici en Thaïlande si ce n'est pas encore fait d'ici le 31 juillet, tout en restant attentif à d'éventuelles bonnes nouvelles qui pourraient venir de la part des autorités thaïlandaises sur une éventuelle prolongation de cette amnistie. On a reçu beaucoup de demandes de vous concernant la possibilité pour l'ambassade d'émettre des lettres pour pouvoir prolonger votre séjour ici en Thaïlande et d'appuyer vos requêtes auprès des autorités migratoires. Sur le principe, nous ne pourrons pas le faire étant donné qu'il y a des vols plusieurs fois par semaine qui vont directement en Suisse, donc l'accès en Suisse est possible, donc il est tout à fait normal que vous puissiez rentrer en Suisse et que nous ne pouvons donc pas dire que vous ne pouvez pas rentrer en Suisse. Donc il n'y a plus de possibilité d'être stranded, pour le dire ainsi, en Thaïlande. Bien entendu, il y a des exceptions qu'on peut considérer, des conditions médicales sur la base d'un certificat médical. Si vous êtes résident dans un pays tiers où il n'y a pas d'accès en raison de la crise Covid, donc ça on peut le considérer. Mais de manière générale, malheureusement, on ne peut pas vous donner de lettres pour appuyer les requêtes d'exception pour l'immigration. Gut, die Regie wird langsam nervös bei uns, weil die Stunde ist bald um. Ich schlage aber vor, dass wir uns trotzdem jetzt noch Zeit nehmen, wie wir das versprochen haben für Laos und Kambodscha. Und ganz zum Schluss möchten wir auch noch etwas zum 1. August sagen in eigener Sache. I switch to English because we have a live question from Laos. It's about entering and exiting, or exiting and coming back to Laos. Laos, as far as I know, is completely sealed off. So there are currently no flights. It is, for as far as we understand, not possible to travel to Switzerland unless you are willing to detour via China. But I hear that the conditions to travel via China are almost impossible. So in our mind, Laos is currently sealed off. And there is only assisted travel possible. And we are happy to announce that tomorrow, actually, there is a flight. And I'm being told that 5 Swiss citizens, which were stranded until now in Laos, will actually seize this opportunity. So what we see in Laos is that from time to time, there are charter flights organized by a country, or sometimes it's companies that organize these charter flights. So in our mind, that would be the only way to get to Europe. And then, of course, if you can't get out, coming in is exactly the same. So there is no coming into Laos, because, of course, the charter flights are only working in one direction. That's shipping out tourists towards their home countries. And as far as we know, Laos as a country has not organized repatriation flights, as far as we know. So we've not been contacted by Laos authorities who say we are organizing a flight for Laos citizens. Would you like to bring back some of your citizens? As far as we know, there is no offer on that. So I would say country currently sealed off. If you need assistance, please contact us so that we can see if there is an opportunity for you to use one of these charter flights. I think tomorrow's flight, as far as I understand, is full. But let us know. There is always no shows or maybe a next flight. We don't issue visas for Laotian as well. So if you are a student or you wish to go and study in Switzerland, since there are no reasonable flight connections, we are not able to issue visas for Laos. Cambodia is different. Cambodia, we all throughout the crisis, we have had flights through Kuala Lumpur, and there was also, I think, flights through South Korea, Seoul.
Some during the height of the crisis, they were very, very expensive, so not very accessible. I understand that now they have become much more reasonable. So it is possible to travel out of Cambodia, but I must say Cambodians are not on the list of people that we issue visas currently. But if you are Swiss in Cambodia, or if you are a Cambodian married to a Swiss and you reside in Switzerland, you can certainly travel commercially, and we would be able to allow you to come into Switzerland. This is not true for Cambodian tourists. So the situation is slightly different between Cambodia and Thailand, but you can leave Cambodia no problem, and you can also come back. This is what we understand. There is a bit uncertainty on how this coming back will actually play out. First, it sounded like it's going to be very difficult, but now we hear actually that Cambodians have eased up to a certain extent rules again. So if you manage to book a flight, and again we would recommend that you fly via Kuala Lumpur or via Seoul, upon arrival you're being tested for COVID. That's the time that you will have to spend at the airport. And I think the good news that we recently gotten out of Cambodia, if the whole plane tests negative, you won't even have to go into state quarantine or hotel quarantine. You can actually go home and self-quarantine. Should you be unlucky and one person tests positive, even though if you were seated somewhere totally else in the plane, you will have to go into state quarantine or alternative state quarantine at a hotel. And there is money involved. We hear that there is a deposit that might be requested, but I must tell you the rules are shifting really literally, I think, from one week to another. I've heard once, and I've also had a conversation with the Ministry of Foreign Affairs, that a deposit of $3,000 was requested. I'm not sure if this still is true for today. So should you have plans to return to Cambodia and you are a Swiss citizen, please contact us, or you are related to a Swiss business, please contact us. We will specifically inquire your situation. So that's for Lao and Cambodia, and to make it easy, I did it in English. And I don't see that anybody is virtually telling me we have to do it in other languages, so I would leave it at that. But please contact us should you have any remaining questions and you reside in Lao and Cambodia. Should we have listeners from Myanmar and Malaysia, please note that Consul General, I'm not the ambassador there, that's why I'm not answering questions to Malaysia and Myanmar, but Consul General Shablo and his team is of course responsible for you, and they've had a very successful town hall meeting last week, and they are planning to do another town hall meeting specifically for people that are currently in Malaysia and Myanmar. Okay. Jetzt wirklich müssen wir uns sputen. Jetzt geht es um den 1. August. Sie haben vielleicht schon ein bisschen gesehen, dass wir auch schon uns in die festlichen Farben der Schweiz geschmissen haben. Und wir haben auch das diesjährige Pro Patria 1. August-Abzeichen, das wir hier alle tragen, weil wir ein bisschen Werbung für diese gute Sache machen wollen. Gut, Covid, das hat auch einen Einfluss auf den 1. August. Ich habe aber gute Neuigkeiten. Es gibt verschiedene kleinere Clubs, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, die feiern werden. Wir wissen, dass Wohin eine Feier durchführen wird. Wir wissen, dass die Swiss Lana Society in Chiang Mai eine Feier plant. Wir wissen, dass das kleine Team in Koh Samui eine Feier geplant hat. Wir müssen aber auch sagen, dass die größeren Clubs, und da ist Bangkok und Phuket gemeint, ihre Feiern abgesagt haben. Und die Botschaft selber führt auch keinen, wir machen ja auch einen Anlass, nicht um die Schweizer Clubs irgendwie zu konkurrenzieren, aber wir machen einen Anlass, wo wir die thailändischen Behörden einladen, und diesen Anlass haben wir auch abgesagt. Zu Kambodscha gibt es gute Neuigkeiten. Dieter Bretscher wird etwas durchführen in Phnom Penh. Dieter hat mich auch ganz lieb eingeladen. Vielen Dank, Dieter, wenn du zuschaust, aber es gibt leider keine Flüge, sonst würde ich gerne
mal nach Phnom Penh kommen. Und es gibt einen zweiten Anlass in Siem Reap. Ich nehme an, diejenigen, die sich dafür interessieren, die wissen wie, wo, was, weil ja der Schweizer Club auch sehr viele Informationen verbreitet. Wenn Sie das nochmals alles genau nachlesen wollen, dann bitte gehen Sie auf unsere Webseite. Dort werden Sie die relevanten Informationen ab morgen finden. Jetzt alle die nicht an eine Feier gehen können, haben wir uns, das heißt das EDA, überlegt, weltweit ein digitales 1. August-Fest zu feiern. Das heißt Mission 1. August. Heute geht ja gar nichts mehr ohne Englisch. Und bitte schauen Sie sich das an. Sie finden alle Informationen auf unserer Webseite. Ich finde es ganz witzig gemacht. Also Mission, das bedeutet, dass man verschiedene Aufgaben absolvieren muss. Sie können auch einen lustigen Video machen, wie Sie 1. August feiern werden, das aufladen. Dann können Sie vielleicht sogar ein Essen mit mir gewinnen, wenn Sie da mitmachen. Aber es gibt sonst ganz witzige Aktivitäten, die Sie auch mit Ihren Kindern oder mit Freunden durchführen wollen. Also Mission 1. August. Bald wird das alles aufgeschaltet sein. Bitte schauen Sie sich das an. Bitte machen Sie mit. Es ist ein kleiner Trost, aber immerhin können wir trotzdem ein bisschen feiern. Und ich habe also gerade soeben mein Video gedreht und werde auch ein Video aufschalten und Ihnen sagen, wie ich normalerweise 1. August feiere, wenn es keinen Covid gibt. Was ich dann hoffe, dass das nächste Jahr wieder so sein wird. Pierre. Oui, quelques mots sur notre fête nationale, sur le 1er août. Avec Covid, bien entendu, beaucoup de plans ont été bouleversés, mais on est très heureux d'apprendre que quelques clubs suisses, notamment Hua Hin, Chiang Mai et Koh Samui, vont faire des célébrations du 1er août. Par contre, d'autres plus importants comme Phuket ou Bangkok ont décidé de renoncer. C'est aussi la situation dans laquelle on se retrouve à l'ambassade. Normalement, chaque année, on fait une grande réception, notamment pour nos contacts ici en Thaïlande. On a décidé d'y renoncer. Bon à savoir, du côté du Cambodge, il y aura des célébrations le 1er août, le samedi à 5h30 à Phnom Penh et à Siem Reap, organisées par le Swiss Group KH. À Siem Reap au Sakun Angkor Hotel et à Phnom Penh au Sun and Moon Urban Hotel. Et puis, bien entendu, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour compenser un peu ce manque de grandes manifestations du 1er août dû à la situation Covid. Et au niveau du ministère des Affaires étrangères, on a lancé une initiative qui s'appelle Mission 1er août. C'est un 1er août digital. Il y a un site internet sur lequel vous pouvez vous rendre et vous verrez, c'est très sympathique. On peut y mettre des vidéos, on peut prendre des cours de yodel, on peut faire de la décoration, de lampions, etc. Donc c'est interactif, ça joue bien avec la suissitude et on espère que ça vous permettra aussi, où que vous soyez, de célébrer un bon 1er août. Voilà. Suissitude, wow, j'ai appris quelque chose. J'ai toujours utilisé le mot Swissness, mais c'est mieux, suissitude. So about our National Day, unfortunately this COVID has changed all our habits and we will not have the usual 1st of August, but we still have clubs in Thailand and in Cambodia that will hold their 1st of August National Day. Will be in Hua Hin, be one in Chiang Mai and one in Koh Samui. Further in Cambodia, they will have National Day in Phnom Penh and in Siem Reap. From Switzerland, we received a new way to get a little bit more festive on this special day. It's the electronic way, so you can have download the website and you can download your video, your action, what you are doing with your family, with your friends on this special day, usually in Switzerland or abroad. Please take time to watch what all the other people are doing it. I think it's a new way of communicating with the people, but also a new way to show that we are all together, even that we cannot meet and share ein Bratwurst oder ein Glas Bier oder ein Glas Wein, whatever we have usually on this day, but we are all together for that day. Okay, that's all. Mission 1st of August. Und dann möchten wir noch zum Abschied sagen, dass wir gerne nochmals eine digitale Gemeindeversammlung durchführen werden. Wir haben das Datum Montag, 24. August, gleiche Zeit, also 16 Uhr gewählt.
Das wird dann unsere dritte Gemeindeversammlung sein und anschließend werden wir bei uns ein bisschen über die Bücher gehen und schauen, ob dieses Format gefällt und würden dann das gerne weitermachen. Also wir sind auch interessiert, wenn Sie uns Ihre Meinungen ganz offen und ehrlich geben. 24. August und jetzt schlage ich vor, dass wir Toni bitten, das zuerst auf Italienisch zu sagen, dass Italienisch nicht immer am Schluss kommt. Toni, bitte. Betreffend 24 agosto. Ecco, buon pomeriggio di nuovo a tutti, siamo contenti chiaramente di avervi qui. Ormai nell'era digitale siamo anche noi, la prossima Town Hall, cosiddetta Town Hall in inglese, la faremo il 24 agosto. Vi preghiamo anche di scusarci se non abbiamo risposto a tutte le domande e cercheremo sicuramente di rispondere al più possibile anche al prossimo Town Hall. Per questo grazie mille a tutti, un grande grazie alla nostra comunità italofona e alla prossima. Bene. Français, en français anglais. Prochain rendez-vous est pris déjà pour la troisième réunion virtuelle avec la communauté suisse. On vous fixe rendez-vous le lundi 24 août. Ce sera la troisième fois qu'on le fera. Ce sera aussi pour nous l'occasion ensuite de réfléchir si ce format vaut la peine et à cet égard, on se réjouirait de tout feedback de votre part pour nous aider aussi pour décider sur la suite qu'on veut donner à ce type de format. Désolé si aujourd'hui on n'a pas pu couvrir toutes les questions que vous nous avez soumises, il y en a toujours beaucoup. On va faire de notre mieux, que ce soit pour les questions à caractère très personnel, d'y répondre par email, les questions plus générales aussi d'y revenir lors de notre réunion du 24 août. Merci beaucoup. So first I would like to maybe apologize if we could not have answered all your questions. We'll try to do our best to cover all the subject. You can always contact us for further more specific questions that you will have. Thank you for being with us. The next town hall is on August 24th. It will be our third town hall. And after this one, we will discuss the result and what is positive, what we should do to improve or to get more closer to your wishes. Please give us your feedback, and we are looking forward to talk to you again and see you again. Thank you very much. Gut, dann noch ein ganz herzliches Dankeschön an das ganze Team. Sie sehen sie nicht, aber wir schauen in einen Raum und da sitzen irgendwie 7, 8 Kolleginnen und Kollegen der Botschaft, die uns hinter den Kulissen auch helfen, alle diese Fragen richtig zu beantworten. Ganz herzliches Dankeschön an das Team. Wir sind übrigens hier, das hat jemand mir ein langes E-Mail geschrieben, wir sind hier auf der Residenz. Wir mieten also nicht extra irgendeine Location, sondern versuchen das wirklich kostengünstig und mit eigenen Mitteln auf die Beine zu stellen. Also Regie wird von einem Teammitglied gemacht. Ich wurde heute geschminkt und frisiert von einem Teammitglied. Es ist wirklich hausgemacht, weil wir kein Steuergeld für solche Dinge ausgeben wollen. Also wenn jetzt das Ihnen auch nicht so gefällt, was da hier hängt oder so. Wir machen, es ist eine Low-Cost-Production, aber Sie spüren uns, macht es Spaß und wir hoffen, dass es vor allem nützlich ist für Sie und wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Danke vielmals. Au revoir. Au revoir.